Moin und Servus. Grüß euch, schön, dass ihr wieder da seid. Bei mir gab es ja eine kleine Pause. Oh, der Autofokus macht schon wieder komische Sachen, aber davon wollen wir uns ja nicht stören lassen. Ja, ich war viel im Urlaub, bin wieder da, war viel arbeiten. Und jetzt hatte ich mal kurz Zeit. Ich dachte mir, wir machen mal so eine kleine Reaction rein, weil mir zufällig so ein Video auf YouTube entgegengekommen ist, aufgefallen ist, wo es nämlich warte, ich zeige euch das gleich mal hier, zack, hier, Inside a Sustainable Power Plant with a Ski Slope on its Roof. Und ich habe keine Ahnung, ich habe das Video noch nicht angeschaut, aber ich weiß, dass das Ding nämlich in Kopenhagen steht, weil ich da erst vor kurzem war und wir da so, also schon ein bisschen weiter weg, aber wir sind da auf jeden Fall dran vorbeispaziert und mich hat einfach auch irgendwie interessiert, was das war. Also ich weiß noch, wir hatten hier in der Richtung unten da unser Hotel irgendwo und sind am ersten Tag dann einmal so hier durchgegangen. Hier ist irgendwo diese Freistaat Christiana, dieser, weiß ich, unabhängige, eigenständige Staat, wo die ein paar Läden haben und chillen und halt so ihr Ding machen, so Leute. Weil, ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass mir das hier aufgefallen ist. Weil das sieht ein bisschen weird aus der Entfernung. Man denkt sich erstmal so, was ist das? Und was zur Hölle ist mit dem Autofokus los? Reiß dich zusammen, Freundchen. Ja, und dann habe ich so ein bisschen über Architectural Digest geschaut und dachte mir, was gibt es da so für Videos und sehe das Ding. Und jetzt will ich natürlich wissen, was da abgeht. Gehen wir rein. Schöner Druck. Ach, das ist tatsächlich zum Skifahren hier auch. Das habe ich noch nie gemacht. Ich war so früher in der Rennmannschaft, aber wir hatten natürlich auch die Berge vor Ort. Da sieht es in Kopenhagen eher schlecht aus. Aber macht das Bock? Ich stelle mir das super komisch vor. Kann man da carven? Wie funktioniert das? One of the greater challenges in the world is the building industry. The building industry accounts for 1/3 of all CO2 emissions, and we need to bring that down. Of course, designing buildings of the future and sustainability go hand in hand. Using sustainable materials, designing sustainable buildings that doesn't overheat if they're. Also wir können jetzt schon mal festhalten, das Wort sustainable ist ihm sehr wichtig. In a warmer region, or that doesn't need to be heated up if they are in a colder regions. By designing more clever buildings, we can actually become more sustainable. Aber so, also dieses Skifahren da oben drauf ist ja einfach nur ein reines Gimmick. Das hat ja jetzt wahrscheinlich nichts mit Sustainability zu tun. So irgendwie, keine Ahnung, Skifahren ist Ski for Nature oder irgendwie so. Ist gut für die Umwelt. As architects, we want to make an impact on cities. We want to design the future of the buildings that we would like to live in. My name is Jakob Lange. I'm a partner and architect at the architecture firm Big or Bjarke Ingels Group. We're standing here at Copenhagen, the tallest. Copenhagen. Aha. Also ich muss aber schon mal sagen, so aus der Distanz, ich finde, es wertet jetzt das Stadtbild nicht auf, das Ding. Sieht schon ein bisschen scheiße aus. Man fragt sich aber nur, warum ist das grün oben drauf, damit man Skifahren kann. Mountain in Copenhagen. For generations to come. 10 years ago now, we started a competition to design the facade of this building. We were struggling for quite a while. Wie ist das normaler? Das ist doch kein normaler dänischer Akzent. Ich war doch da. Der hört sich an wie ein Österreicher. Design the Facade. So ein bisschen Arnold Schwarzenegger-mäßig. But in one of the design meetings, we were talking about the fact that because this is one of the most advanced power plants in the world, Ist das eine
Ist das hier eine Boulderwand? Außen dran? Okay, ich bin echt gespannt. Also es scheint irgendwie so Kraftwerk und Erlebnispark gleichzeitig zu sein. Trash is taken from all of Copenhagen. The It's trash. burned, and all the toxins are taken out. So the only thing okay. that comes out of the chimney is essentially water vapor from the turbines when the water has been cooling down. Everything else is clean. You can actually walk on the roof, so we imagine Verbrennen Müll. what would it take to create a park up here, and maybe even what would it take to put a ski slope on the roof of Copenhagen. Of course, building a park on top of a power plant. Aber hier, das sieht doch super strange. Ich kann mir das einfach in meinem Kopf nicht vorstellen, dass man da normal Skifahren drauf kann. Also, dass sich da so die Kanten beim Carven, die man ja so in den Berg, in den Schnee so reincarvt, dass das geht hier. Aber offensichtlich. Is not an easy feat, but we managed to convince the clients and our collaborators that we should make the roof extra strong so that we could carry a layer of soil so that we are able to plant all these different species of trees on this entire roof surface. When the landscape architects designed this, they brought a little over 100 different kind of species up here. But after 2-3 years now, we have doubled that number because birds bring seeds in. We even caught a fox that is nesting somewhere on the hill. That you Was, ein Fuchs ist da? What the hell? Hä? Ein Fuchs? Okay, alles klar. Aber, also sie haben ja offensichtlich bis auf diese Skifläche, was ja schon der meiste Teil ist, aber der Rest ist normaler Boden dann, sonst könnte man dann ja wohl nichts anpflanzen. Okay. You can see on the surveillance cameras at night running around. The plant biodiversity on Copenhagen creates a new urban ecosystem in Copenhagen, and it radically benefits the adjacent industrial area. Creates, okay. Ein Ecosystem created das da. Interessant. Ich bin noch skeptisch, muss ich sagen, aber Different kinds of activities. We have a hiking trail that takes you all the way to the top where the chimney is, the tallest artificial climbing wall in the world. We have the ski slope. We have fitness areas on the top of the world, all the way to the top. Also hier erstens mal, wo ist es? Eine Hiking Trail. Okay, die geht halt 5 Minuten, dann bist du fertig gehiked, dann bist du da hochgegangen. Aber fair enough, scheint ja hier eine Menge Leute zu geben, die das machen wollen. Also ich glaube natürlich, wenn man oben ist, die Aussicht ist natürlich nice, weil du hast halt einfach nichts im Weg. Man sieht es ja hier hinten. Man sieht auch schön auf hoffe, hold the door. We have a hiking trail that takes you all the way to the top where the chimney is, the tallest artificial climbing wall in the world. Das ist die höchste Boulder Wall in der Welt. Okay, aber das ist eigentlich ganz cool, an so einem großen Gebäude so ein bisschen hoch zu klettern. Nicht schlecht. We have the ski slope, we have fitness areas on the top. This is a place where runners every week go to areas. Und natürlich ist auch das hier. Es war lange Zeit recht cool, aber auch natürlich ist das hier von einem bestimmten Energy Drink Hersteller gesponsert. Das darf natürlich nicht fehlen. On the top, this is a place where runners every week go and train for sort of mountain trekking. In Kopenhagen für Mountain Trekking trainieren. Das ist auch Here in gewagt. Denmark, the seasons are quite strong. The winters, we do get a little bit of snow when all the leaves have fallen. In the summertime, everything blossoms and become really green. Also die Jahreszeiten sind echt krass. Wir kriegen im Winter sogar ein bisschen Schnee. Ja, crazy. So it was important
to make sure that we get a variety of different species that ensures sort of diversity in the green and shrubs and so far on the hill. In winter times, of course, when we have frost, steam from the chimney can form ice and snow that's you can see here on the branches. Denmark is flat as a pancake. We don't have any mountains. When we had the chance to design an almost 100-meter tall mountain, it was clear to us that we could create quite a decent ski slope. So designing a ski mountain, obviously we don't have that much snow, so we needed to find an artificial ski slope material. And we tested out different types, and the one we landed on is an Italian company called Neveplast. We worked very closely together, coming up with a very... Okay. Also es sieht schon interessant aus. Also es sieht echt, also hier so aus, als hätte das so eine Struktur, wo so ein Ski sich so ein bisschen reinschneiden kann. Ich schätze mal, so funktioniert das dann irgendwie. Clever invention almost, where we have small cuts in the material so that the material can sort of spread out and close down depending of the cold and warm weather. So it feels a bit like a hard-groomed piece where you can carve your skis into the slope and make some really decent turns, and because of the length you can actually practice quite well and get good. So everybody watch out for the Danes in the Olympics. Get good. In a few years we'll be world champions. Ja, da hat er dann einen rausgehauen. Okay, aber das Ding ist Müllverbrennung. Und das ist aber anscheinend kein Problem da. Also ist irgendwie geil. Und klimaneutral. Jacob Simonsen, and I'm the CEO of ARC. ARC is the waste to energy plant in Copenhagen, and we're very fortunate to have a ski hill, Copenhagen Hill, on top of our plant. At ARC, we burn about 540,000 tons of waste every year. That amounts to about 1,700 tons a day. We have about 300 to 350 trucks coming every day delivering waste to the plant. The waste that we receive here is waste from the 5 municipalities, but we also receive waste from other parts of Denmark and actually also from abroad. What actually comes here is pretty much the whole periodical system. There's all kind of materials and chemicals and so on in the waste that we receive. So when we burn it, of course, you get all this kind of stuff in the smoke. But we have 2 football fields of cleaning technology out there. Oh Gott, also da merkt man natürlich sofort, dass das, was ist das? Ich schätze mal, das ist der amerikanische Channel von Architectural Digest, damit er es, also weil er es für sie natürlich in Footballfieldern messen muss, wie groß es ist. What a waste-to-energy plant really is a water boiling factory. We boil water for district heating, and some part is actually also turned into steam, and that steam turns a turbine to produce electricity. We produce a vast amount of energy, actually enough to supply the energy need for about 90,000 households in Copenhagen. And that is both in terms of heating and in terms of electricity. We've had waste energy in Denmark for more than 100 years. Of course, the plant at that time were totally different. Technology has developed greatly, and therefore we also actually don't emit anything else but water vapor and of course CO2. And the CO2 we want to do something about by introducing carbon capture at ARC. That is actually where you catch the carbon from the stack, so you don't emit any CO2, and instead of contributing to the climate issue, you actually mitigate all the climate emissions from a plant like this. Okay, aber gerade, also er hat gesagt, sie haben schon noch irgendwie CO2, das sie quasi fabrizieren. Aber sie wollen was dagegen machen. Aber ich frage mich noch immer, wie verbrennen die denn den Müll? Also,
dann ganz normal einfach. Aber was natürlich schon cool ist, dass du daraus dann gleich Energie gewinnst, mit denen du hier die Stadt powerst. Na gut, aber vielleicht sagt er das ja noch gleich wie. Waste to energy is a very necessary tool that you have in your toolbox in order to remedy the consequences of our fantastic consumption. But as long as we consume the way that we do, we need plants like this. If we succeed in changing our production and consumption radically, then maybe in the future we will not have plants like this. But until that, then we need this. When Ark was built, it is the first time when an architect actually turned everything around and said that there should be a ski slope on top of a waste-to-energy plant. It is Auf jeden Fall. a pretty wild idea and a crazy idea. It is a fantastic idea as well, because we can actually bring citizens to the plant. This kind of plant is important for any big city to have in order to be able to solve its waste issues. Aber warum solltest du das machen wollen, dass das so eine Touristenattraktion wird? Oder ist es halt natürlich so ein bisschen wie Promo für diese Plant, dass da halt Leute hingehen und sich denken, oh, das ist aber cool. Mehr davon bitte. Das kann natürlich sein, dass so eigentlich ein Marketing-Gag ist. But being able to welcome people to the plant, make them see what we're doing here, is a huge benefit. I really hope that this building will Da muss man sich aber inspire, weird vorkommen. to build more of those kind of power plants around the world. Die Frage ist aber auch, warum er so einen Skianzug trägt. Ist ja nicht so, als wäre da Schnee. So of course, designing buildings of the future, we need to think about reusing materials. The Copenhagen Moment. Jetzt bin ich aber verwirrt. Erstens, was sind es überhaupt für Skier? Die sind ja super gerade. Sind es nicht so welche eher, die auch bei Arctic Warrior tragen, die einfach nur zum Gehen sind? Und Nummer 2, was ich mich frage, man sieht es jetzt hier gleich. Hier. Einen Moment. Hier. Na? Man sieht hier, dass er hier die Ferse aus der Bindung raushebt. Und das geht ja eigentlich normalerweise beim Skifahren nicht. Das geht ja nur, wenn du irgendwie langläufst oder eben so, wenn die Skier zum Gehen sind. Also es ist ja schon hier equipment-technisch, sind ja komplett falsch unterwegs. Da haben die aber noch bis zur olympischen Medaille hier, was er gemeint hat, ist aber noch ein langer Weg zu gehen. Ganz ehrlich. The Copenhagen facade is made out of recycled aluminum that has been burned and bent into these big bricks that essentially allows for daylight to come into the factory so that you don't need artificial light to illuminate the space. Okay, sieht irgendwie einigermaßen cool aus von innen. This brings a lot of light Das sind halt into the Fenster, space, ne? which creates a much better working environment for the workers at the power plant. Aber das ist generell so immer wenn so Immobilien vorgestellt werden oder irgendwas von Architekten, die sagen ja nie einfach so, ja, da sind Fenster. Die müssen halt immer sagen so, ja, da haben wir uns was einfallen lassen, dass wir hier so Öffnungen, die verglast sind, haben und da fällt natürliches Licht rein. Wow, das sind halt Fenster. Get a grip. We need to think about Okay, die Kletterwand ist schon crazy hoch. Kann man das ganz nach oben? Nicht schlecht. designing buildings that emit very little CO2. So at Big, we have started measuring the CO2 impact throughout the design phase and therefore nudging the clients into a more sustainable direction.
When designing buildings at big, we use a term called hedonistic sustainability, which essentially means a building not only can be good for the environment, but it can also be good for the people if we use the right materials and techniques. Copenhagen has been burning their trash into electricity and district heating for over 30 years. Copenhagen is the upgraded version, taking all the learnings from the first power plant and putting it into this. So altogether, this can be one of the solutions of solving the world climate crisis. Okay. Okay, aber also inwiefern habe ich tatsächlich jetzt immer noch nicht ganz verstanden, weil die ja immer noch normal Müll verbrennen, wenn ich es richtig verstanden habe. Und sie haben gesagt, so ja, sie hätten gern, dass da kein CO2 mehr rauskommt, was löblich ist, aber was halt einfach mal generell das Problem daran, glaube ich, ist. Ne? Aber gut, zumindest ist es so selbst. Also, keine Ahnung. Ich habe es nicht ganz genau gecheckt, warum das jetzt so viel krasser ist und nachhaltiger als andere Anlagen. Naja, muss ich noch mal anschauen. Oder ihr schreibt es mir einfach unten in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Nicht wahr? Dann lernen wir alle was davon. Also ich dann vor allem. Und die anderen Leute, die es nicht wussten. Alles klar. Das war's mit dem kurzen Video. Danke fürs Zuschauen. Ciao.